Ich habe mir seit kurzem diese Umi In-Ear-Kopfhörer gekauft und bin so begeistert von, aber nicht nur von den Kopfhörern, sondern auch von dem Preis, dass ich dachte, ich muss unbedingt ein Video von diesen Dingern machen und es weitergeben. Was sie kosten, siehst du in der Videobeschreibung unten auf dem Link. Aber los geht's, nach dem kurzen Intro geht es gleich weiter. Hi, Servus und herzlich willkommen auf CBTube. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris und ich stelle dir heute meine Umi Essential W5S In-Ear Kopfhörer vor. Was sind das für Kopfhörer? Nun, Umi ist eine Marke von Amazon und das sind so kleine Kopfhörer, die sind ohne Kabel und die steckst du dir ins Ohr und hörst Musik, telefonierst oder. Und in diesem Case kannst du sie gut verstauen und werden noch dazu aufgeladen, weil das Case selber noch einen Akku hat. Aber jetzt mal alles nach der Reihe nach. Zuerst packe ich die Buds für dich mal schnell aus. Verpackung ist schlicht. Im Lieferumfang sind das Case, die In-Ear-Kopfhörer, ein USB auf USB-C Ladekabel, 3 Ohrstöpsel und eine auffaltbare Bedienungsanleitung, die in Roboterdeutsch geschrieben, aber dennoch gut verständlich ist. Das Case fühlt sich sehr hochwertig an, es besteht aus Hartplastik und ist sehr schön gemacht. Es klappert nichts und der Deckel verschließt mit einem Magnetverschluss. Da geht nichts auf oder fällt raus, selbst wenn man das Case auf dem Kopf schüttelt. Es gibt das Case in der Farbe Grau, Blau, Rot, Gold und Silber. Auf der Rückseite vom Case befindet sich der USB-C Ladeanschluss und 3 kleine LEDs. Der rechte und die linke LED zeigen den Akkustand des jeweiligen Kopfhörers an, der mittlere von dem Case. Blau bedeutet, ist alles gut geladen zwischen 30 bis 100%. Hat der Akku nur noch eine Leistung von 30% oder weniger, leuchtet die LED rot. Bei schnellem Blinken der LEDs in der Farbe Rot muss geladen werden. Vom Tragekomfort der Kopfhörer bin ich positiv überrascht. Sie sind sehr angenehm zu tragen und fallen aus dem Ohr nicht raus und dichten durch die Polsterung die Umgebungslautstärke ein. Zum Joggen würde ich sie nicht empfehlen, aber sie sind IPX7 wasserdicht, also wenn dich das dumpfe Geräusch beim Laufen nicht stört, kannst du sie beim Joggen durchaus benutzen. Die Kopfhörer sind in jedem Koffer schwarz. Sie lassen sich leicht rausnehmen und wieder reinlegen, da sie magnetisch fixiert werden. Kopfhörer und Kofferplätze sind mit den Buchstaben R und L gekennzeichnet, so dass man diese gar nicht vertauschen kann. Im Koffer ist noch eine Sicherheit eingebaut. Wenn man den falschen Kopfhörer auf seinen Platz steckt, dann stößt dieser sich ab und rastet nicht ein. Die Buds haben jeweils eine dezente LED, die den Stand vom Akku anzeigt, und eine mechanische Taste an jedem Kopfhörer, die gut mit dem Handschuh gesteuert werden kann. Die Bedienung von den Buds ist recht einfach. Es wird nämlich alles über den Knopf durch Tippen gesteuert. Mit einmal drücken, ein- und ausschalten. Wenn du länger auf den rechten Kopfhörer drückst, springst du zum nächsten Titel, auf dem linken springst du zum vorherigen Titel. Die Lautstärke einstellen ist ein bisschen tricky. Die Lautstärke kannst du mit einem Bud regeln. Indem du auf dem linken doppelt tippst, stellst du laut und dreimal tippen leise. Beim rechten Ohr ist es dann genau umgekehrt. Dreimal tippen laut, doppelt tippen leise. Du kannst aber natürlich auch mit dreimal tippen rechts laut stellen und dreimal tippen links leise stellen. Du fragst dich aber jetzt sicherlich, warum ist das jetzt so? Nun, da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Das ist so, weil du jeden Kopfhörer dann extra bedienen kannst und so mit einer zweiten Person teilen kannst und diese die Lautstärke verstellen kann. Nun zu den technischen Daten laut Hersteller. Die Kopfhörer haben Bluetooth 5.0 an Bord und eine Reichweite von ca. 15 Metern. Standby-Koffer ungefähr 100 Stunden, Standby-Kopfhörer 7 Stunden. Spielzeit von den Kopfhörern beträgt ca. 4 Stunden, Ladezeit der Kopfhörer 1 Stunde. Im Koffer können die In-Ears 3 bis 4 Mal vollständig aufgeladen werden. Was du für den Preis nicht erwarten kannst, ist ein kabelloses Laden der In-Ear-Kopfhörer. Die Tippgesten kannst du nicht ändern, Suchfunktion der In-Ear gibt es nicht,
So extra Spielereien, die du dann per Smartphone, wie man sie bei dem Samsung Galaxy Live Buds kennt, gibt es auch nicht. Dafür sind sie aber auch in einem ganz anderen Preissegment als die. Im Großen und Ganzen empfehle ich dir diese Kopfhörer sehr, wenn dir Spielereien nicht so wichtig sind und du Wert auf eine einfache Bedienung und guten Klang setzt. Auch den Tragekomfort und das Unterdrücken von Umgebungsgeräuschen ist sehr gut. Also im Großen und Ganzen kauf dir diese Kopfhörer, du machst für das Geld nichts falsch. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Mit dem Kauf über diesen Link unterstützt du diesen Kanal, ohne dass das Produkt für dich teurer wird. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du die In-Ear-Kopfhörer mit einem oder zwei Smartphones verbindest. Bleib dran und klick im Anschluss auf das Video im Abspann. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Genauso freue ich mich auf einen Kommentar von dir unterhalb des Videos. Pass auf dich auf, bleib vor allem gesund. Tschüss, Ade und ciao, ciao.